Plattenspieler smart machen. Zuerst entferne ich die Schrauben meines Plattenspielers, um ihn zu öffnen. Im Inneren sind die Mechanismen, die durch einen Tastendruck betätigt werden, gut zu erkennen. Mein Ziel ist es, diese von innen zu betätigen. Dafür werde ich 2 Servomotoren verwenden. Diese werden in einer 3D gedruckten Vorrichtung festsitzen. Später auch an den Metallstangen ziehen zu können, habe ich mir dieses kleine Teil ausgedruckt und an der Stange festgeklebt. Den ersten Servomotor setze ich in die Mitte. Dieser ist für Start und Stopp zuständig. Sein Kabel verlege ich am Boden. Der zweite Motor kümmert sich um die Pause-Funktion. Diesen setze ich hier an die Seite hin. Mit etwas Papier als Abstandshalter klemme ich ihn nochmal extra fest. Um die Rotationsbewegung des Servomotors nutzen zu können, verbinde ich diesen mit Hilfe von Kabeln mit dem Element, welches gezogen werden soll, sprich dem inneren Teil der Tasten.
Da die Mechanik, welche den Motor steuert, schräg verläuft, muss ich auch mein Kabel einmal durch das Gerät ziehen. Wenn sich jetzt der Servomotor bewegt, ist es quasi so, als würde man von außen auf die Tasten drücken. Nach demselben Schema verbinde ich nun auch den Servomotor mit dem Hebel, welcher den Arm nach oben steigen lässt. Ich verwende dies als Pause. Um später den Zustand des Gerätes per Software bestimmen zu können, werde ich 2 Schalter einbauen. Betrieben wird die neue Technik mit Hilfe des ESP8266. Der Plattenspieler verfügt intern über 12 Volt. Mit Hilfe des Step-Down-Konverters verwandle ich diese in 5 Volt, passend für die Servomotoren und den ESP. Mit Hilfe der Dioden verwandle ich die Wechselspannung in eine Gleichspannung. Der rote Schalter überprüft, ob die Stange nach vorne gezogen ist und demnach, ob der Plattenspieler pausiert ist. Der zweite Schalter wird gedrückt, wenn auch der Schalter des Hauptmotors des Plattenspielers betätigt ist, sprich wenn der Plattenspieler läuft. Plattenspieler hinterher kontrollieren zu können, werde ich ihn mit Hilfe von MQTT zur Home Assistant hinzufügen. Dafür nutze ich die Arduino Home Assistant Library. Die ESP Wi-Fi und Servo Library dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im oberen Teil des Codes werden die Wi-Fi Settings festgelegt.
und danach die Eigenschaften für Home Assistant. Im Folgenden habe ich die Pins für Schalter und Servomotoren deklariert. Immer wenn ein Schalter seinen Zustand ändert, wird mit Hilfe eines Interrupts dafür gesorgt, dass beim nächsten Durchlauf auch der Status abgedatet wird. In Home Assistant gibt es zwei Zustände, die gesetzt werden müssen: ob er an ist oder nicht und ob er pausiert ist oder nicht. Wenn über Home Assistant der Zustand geändert werden soll, wird diese Funktion aufgerufen, welche dann die passende Methode aufruft. Im Setup werden Einstellungen an den Pins sowie am Servo getätigt. Danach folgt die Verbindung über Wi-Fi. Zu guter Letzt erfolgt die Erstellung der Geräte, welchen Home Assistant angezeigt werden. In meinem Falle 2 Schalter, einmal für Ein- und Aus und einmal für Pausieren und weiter. Im Loop wird überprüft, ob der Zustand eines Schalters in Home Assistant zu updaten ist. Die unteren 4 Methoden regeln die Steuerung der Servomotoren. Nachdem wir den Sketch hochgeladen haben, können wir ihn mal testen. Scheint hervorragend zu funktionieren. Nun können wir unseren Plattenspieler wieder zusammenbauen. Da Home Assistant bei mir auch mit Google Home verbunden ist, kann ich den Plattenspieler auch per Sprachsteuerung steuern. Hey Google, Plattenspieler an. In Ordnung, ich schalte Plattenspieler ein. Hey Google, Plattenspieler aus. Alles klar, der Plattenspieler wird ausgeschaltet.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.